Zum 6. Jubiläum von BOTW gucken wir uns an 19 weitere Dinge, die wir über BOTW nicht wussten. Von GameSpot. Absolute Ehrenvideos. Rein da. Oh look, more things you didn't know about Breath of the Wild. I don't know how we keep doing this. Lass mich raten. Okay, wir müssen das Intro skippen, sonst wird's wieder zu wild und ich werde von allem gespoilert. Aber lass mich raten, das ist nämlich gerade bei der Akala-Festung. Und das Master-Schwert wird auch in den Händen von Gegnern leuchten, wenn es quasi bei einem Wächter ist. Wetten, das wird es sein? Weil es fängt jetzt an zu leuchten. Wahrscheinlich, weil jetzt gerade ein Wächter in der Nähe ist. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wetten, es wird der Punkt sein. So, okay, los geht's. Some players may have come across this weird thing in the Hebra mountain range. Sometimes you'll just get a random Korok, literally for free. Hatte ich noch nie. Ich weiß noch nicht warum. Over the years, this has happened to many players and has gone on unexplained. But player Swiffy has cracked the case a while ago. In this area, there's a Korok that requires you to push a snowball down this hill. Well, in some instances, when you're moving closer to load the snowballs in, then away from the snowballs, moving farther away causes the game engine to create less polygons in the area, and in turn, deforms the ground underneath the snowball into a downhill slope. Automatically dropping the snowball. Wer findet sowas bitte schon wieder raus? You can see it happen from this shot here. If you ever thought it was the wind or a completely random glitch, well, here you go. Mystery solved. Okay, einfach weil halt manche Polygone noch nicht ganz geladen sind und demnach keine Kollision besteht und die Schneekugeln einfach von alleine losrollen. Alles klar, werde ich auch drauf Another bekommen. mystery players have run into is a strange skewing of NPCs, sometimes completely sideways or underground. Ja, das habe ich schon manchmal gesehen, aber ich weiß nicht, woher es kommt. These cases started happening in 2019, coincidentally right after the VR Labo update, the 1.6 final patch that Breath of the Wild ever saw on the Switch. The Wii U version never got this. While we still don't know what specifically in the update causes the glitch to occur, thousands of players around the world since then have been running into these tilting oddities. Did you Ach, das war's, die wissen auch keine Antwort drauf. Ja, okay, das ist nicht krass interessant, dass es immer noch keine Antwort darauf know gibt. that any of these types of lookout towers can be cut down from below? Helps out in taking out these annoying snipers. Wow, das wusste ich einfach nicht. I have to add an addendum to the last episode, where I showed Lionel and Moblin warning horns. Ja, zumindest, also das ist das Leunenhorn, dass das Leunenhorn jetzt halt bei diesen Giga-Bockblins verwendet wird, was man kurz danach gesehen hatte. Haben wir schon gesehen, habe ich auch schon im Stream drüber gesprochen. Were an idea that Breath of the Wild developers scrapped and never made it into the base Das auch? game. But these are only partially true. Moblin warning horns are a real thing, and they were fully modeled and ready to go. Oh. Not only that, they were fully ready and animated with Moblins on watchtowers. While this is only viewable Ja, okay, es sieht aber ultra kacke aus. Also die Moblins sind halt viel zu groß hierfür. from mods, the horn and the animation here is Aber der Sound nicht, das ist der normale, das ist der Exalfos-Sound gerade gewesen. made by Nintendo from Breath of the Wild's source code. We just never got to see these Moblins on watchtowers. Super seltsam. And on top of that, we recently learned that Lionel horns were indeed never developed for Breath of the Wild, but were finally completed and used by the new enemy in Tears of the Kingdom, called Boss Bokoblins. Bossbock, hä, woher weiß der das? Woher weiß der, dass die Bossbockblins heißen, Digga? Bossbockblins, was ist das für ein beschissener Name, bitte? Woher weiß er, dass die so heißen? Hat man das schon irgendwo gesehen? Und jetzt kommt nicht mit Artbook. Wenn es im Artbook steht, warum hat das dann gespoilert? Bossblin. Dummer Bossblin einfach. Ja, Mann. Eventide Island, as most players guessed, is loosely based on the game Link's Awakening, especially with most players taking a raft over here. But the developers put a tiny detail into the weather specifically here. Most normal areas of Hyrule have a percentage chance of different dynamic weather systems, such as clear sky, cloudy, rainy, heavy rain, thunderstorms, snow, rain with clear sky, etc. But Eventide has its own special weather system. It's either always clear skies, or specifically from 5 p.m. to 9 p.m. It will always shift to a thunderstorm. Besides the game Ja, und es ist richtig, richtig nervig, wenn es gewittert. Es ist so nervig, wenn es gewittert auf JWR, das ist zum Kotzen. gameplay implications of making it a challenge for players, this may be a reference to Link's Awakening's very first thunderstorm that washes Das ist auch Link ashore. interessant. Alleine, bis man sowas wieder rausfindet. Das ist irgendwo ganz, ganz tief im Code drin, wie es funktioniert. Aber gut, hat man halt rausgefunden. Übrigens, Fun Fact. In dem Video wird es wahrscheinlich nicht vorkommen, aber was ich gehört hatte, ist eine offizielle Angabe, kann man nachgucken von Nintendo. Nicht aus dem Artbook. Im Artbook ist sowas nicht drin. Aber BOTW war 15 GB groß und TOTK wird 18 GB groß sein. Info für euch. There's also a specific area right here in the East Akala Plains that spawns a Stalnox, and in this small circle around it, it will thunderstorm 24/7, no matter what. Lol. Getting struck by Ja, das wusste ich jetzt hier genau nicht, dass es hier immer gewittert, an der Stelle so. Aber was man ja weiß, ist Donnerplateau, da gewittert es ja auch 24/7 logischerweise, bis man eben die Quest abgeschlossen hat, ne? Oder auch Dings, es gibt noch eine andere Stelle. Auch hier bei dieser einen Schrein-Quest. Es gibt diese eine Schrein-Quest, wo ein Blitz einschlagen muss in diesen kleinen Berg, dass dann Schrein drunter ist.
Und auch da gewittert's immer. Getting struck by lightning will light objects around Link on fire. But did you also notice that your core temperature goes up to the max for... Das wusste ich, das habe ich schon öfter gesehen. Das habe ich schon gesehen tatsächlich, dass das einfach eine Fehleranzeige ist, weil es halt, ne, sehr heiß ist bei einem Blitzeinschlag. Fun Fact übrigens, wusstet ihr, das ist kein Scheiß, könnt ihr googeln gerne. Ein Blitzeinschlag, also ein Blitz ist einfach heißer als die Oberfläche der Sonne. Einfach ein Blitz ist heißer als die Sonne. Das ist krass, oder? For a split second. On the same topic of electricity, any number of things can Was? deflect Octorok shots, hitting them, Master Sword beams, parrying, Ja, parieren weiß man ja. blocking, etc. But did Blockieren wusste man auch so, aber mit Master Schwert einfach zurückschlagen oder you was? also know that you can deflect it with shock conduction? Ja, das ergibt ja gar keinen Sinn einfach. Das ergibt gar keinen Did Sinn. you also know that you can block a Guardian's laser with a Wind Cleaver's Air Slash? Was? Was? Ey, das fickt grad meinen Kopf. Ey, das ist ja voll effektiv. Grass, you'll get lizards or crickets that pop out for you to catch. But these areas of grass are categorized by region, and different regions have different drop tables for materials, such as hot-footed frogs in the Gerudo region, Hylian rice in the Faron region, Tabantha. Ja, 30.000 Grad hat ein Blitz und 15.000 Grad hat die Sonnenoberfläche. Also die Sonne ist wirklich Polarland einfach daneben. And the weirdest one, the Elden region, which in its limited patches of grass have a 10% chance to drop a piece of amber ore instead. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Das wusste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Tabantaweizen und Dings, das wusste ich alles, aber auch dass es hier Frösche geben kann, wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Breath of the Wild's map is absolutely littered with hundreds of locations, most which reference out characters or places of past Zelda games. Yeah. Some are easier to point out than others, so for a couple episodes, we'll start listing some references Nintendo has made. Tarm Point is a reference to the Tarm Ruins in Oracle of Seasons, where a golden Lionel is placed as well. Ja, aber das wissen ja auch schon alleine viele nicht, ne? Dass einfach Leune auch schon im ersten Zelda gegeben hat, auch wenn die damals halt ganz, ganz anders waren und sowas. The Lost Woods are pretty straightforward. Mido and Saria are from the Yeah. Kokiri Forest in Ocarina of Time, but the Korok references push out a little bit farther. Mikar, Ja, Meka Island war sogar auf dem Eisberg drauf, weil das voll die Deep Story ist irgendwie. Elma, and Urch are all Koroks from the Wind Waker. And to the southeast, you have locations such as the Minishi Woods and Pico Pond, both names of the Minish race, Krenel Hills, which is a reference to Mount Krenel in the Minish Cap, and Trilby Plain, which is a reference to Trilby Highlands. Ah, okay. Funny how the wording of mountains to hills and highlands to plains is changed in reference to Link's size perspective in his Minish form. Oh lol, ja okay, das ist stark, das ist stark. Okay, also quasi im Minish Cap heißt das alles immer so, das ist direkt ein Berg, weil halt Link auch winzig ist, aber in BOTW ist es dann nur noch ein Hügel, so. Und Highland und Plain kann ich jetzt nicht genau besetzen, was es heißt, aber ich verstehe den Punkt. Of course makes sense because Fujibayashi planned to have a form of the Minish NPCs in the game. Boah, das wäre witzig, wenn wir das in TOTK kriegen würden, ne? Ich meine, es gibt ja vieles, was in BOTW nicht geworden ist, was wir dann vielleicht in TOTK kriegen. Vielleicht kriegen wir unser Minish-Dorf dann. Das, wie gesagt, das ist echt dieser Screenshot, der ist nicht irgendwie von Modern gemacht oder sowas, der wurde von Nintendo veröffentlicht. Ich glaube, der war im Artbook auch drin. Im BOTW-Artbook, nicht in TOTK. Ja. Vielleicht kriegen wir Minish. From the only screenshot Nintendo gave us, there's theories that this may be here at the Minishi Woods, with the Lost Woods fog in the background. Talking about locations through development, location names were subject to change for various reasons, and some of them had placeholder names. You can see some of these strange names of locations through the Breath of the Wild object map, with notable ones like Typhlow Ruins, previously Die benutze ich auch. Die benutze ich auch tatsächlich, die Object Map für BOTW. Da kann man auch so zum Beispiel alle Bockblin-Locations rausfinden. Einfach alle Bockblins auf der ganzen Map sich anzeigen lassen und so ein Scheiß. Brave Horse Park anscheinend, also Sanidin Park ist da wo die Erinnerung dran ist, wo auch das Königspferd ist. with notable ones like Typhlow Ruins, previously Die Dolbran-Ruinen einfach Dunkelwald, stark. called Darkwood, Sanadin Park Ruins called Brave Horse Park, Lanayru Promenade called Spider Nest Mountain. Ja, Spider-Nest Mountain war auch im Eisberg drin. Das Spinnennest war einfach. Und haben wir darüber debattiert, ob es vielleicht Spinnen geben sollte in BOTW. Ist ein Punkt im Eisberg gewesen. Aber da hab ich mir bei der Recherche richtig schwer getan. Das war einer der letzten Punkte auf dem Eisberg, weil ich es voll schwer fand, das zu übersetzen. Und einfach generell so eine Theorie daraus selbst zu spinnen. Witzig, ne? Daraus so eine Theorie zu machen, im Prinzip ist mir voll schwer gefallen. Oder es halt kurz zu fassen, wie es genau, weil es gibt im Artbook halt voll viele Seiten dazu. Und dann habe ich auch noch einen Fehler reingemacht. Dann habe ich auch noch einen Fehler reingebaut, weil ich gesagt habe, dass Wächter 8 Beine haben. Wächter haben 6 Beine. Das stimmt überhaupt nicht, dass die Spinnen sind. So, das war Bullshit gelabert. Lurelin Village called Southern Village, Southern Village, einfach keinen Namen gehabt dafür, so okay. and Terrytown listed as Yu-Mi Village. What is Yu-Mi though? Well, it was found a while ago that Nintendo had a system Yu-Mi, einfach die neue Nintendo-Konsole Mi U. Nicht die Wii U, sondern die Mi U. Das wird's sein. for creating Hylians and Sheikah called Yu-Mi.
that seemed to be Ernsthaft jetzt? Wirklich wegen Mii oder was? a more advanced version of the Mii creator. Es war halt, ja gut. Nintendo ist so unkreativ bei sowas manchmal, ne? That seemed to be a more advanced version of the Mii creator. While we don't exactly know what the system looks like, this supports the theory that Nintendo used this internal system to help easily create its 400 plus NPCs to dot the land of Hyrule. On the Knight's Claymore, there's Hylian text on there that's pretty hard to make out. Das wusste ich tatsächlich schon. When translated, it says Hyrule Kingdom, Power, Wisdom, Courage. Did you know that the Master Sword's ability to power up near Guardians is not directly tied? Ja, und das war das, was ich im Intro vorausgesagt habe. Nostradamus einfach. Link. You can consider the sword, I guess, ich meine, geil, dass es wieder hinkriegt, hier das Master Schwert zu droppen, aber gut. to be sort of sentient, able to detect Guardians on its own in its vicinity, on the ground, or even in enemy hands. Ja, genau das, was ich gedacht hatte. What was your favorite thing you learned this time? Ich glaube, das mit den Moblins einfach, mit den Moblins ist geil. Also, dass dieses Horn wirklich im Spiel existiert, ist schon wild auf jeden Fall. Junge, 6 Jahre BOTW und wir kriegen immer noch so eine kranke Scheiße, das ist einfach verrückt.